Bling. Witch. Hi Leute, Tim Soat hier. In letzter Zeit spiele ich auf dem Handy gerne mal eine Runde PlayerUnknown's Battleground mit meinen Buddies, auch PUBG Mobile genannt. Wer es noch nicht kennt, das ist ein Battle Royale Shooter, wo man auf einer Insel landet und versucht, der letzte Überlebende unter 100 Spielern zu sein. Ähnlich wie Fortnite, nur nicht ganz so comichaft. Und beim Spielen ist mir so beim Looten, Erkunden und spannenden Duellen gegen andere Spieler so eine Idee gekommen. Kann man dieses Erlebnis auch irgendwie in sein Lieblingssammelkartenspiel packen? Und schon habe ich mir wieder einen Spielmodus für Yu-Gi-Oh! Ausgedacht. Für Magic oder Pokémon kann man das vielleicht auch machen, aber Yu-Gi-Oh! Sieht für mich einfach prädestiniert dafür aus mit seinem schnellen Gameplay ohne Ressourcenaufbau. Es ist schon so etwas wie der Shooter unter den TCGs. Im Grunde ist es eine andere Variante, einen Cube zu spielen. Denn Grundprinzip des Spielmodus ist wieder, mit vorher unbekannten Karten aus seinem vorgegebenen Pool ein Deck zu bauen und dieses zu spielen. Nur statt einfach Sealed oder Draft denken wir uns ein kleines Extra aus. Kern der Idee ist, dass wir eine Map mit Spielfiguren haben, auf der sich die Spieler hin und her bewegen und Karten einsammeln. Diese bestimmen dann ihr Deck. Man fängt also mit einer Karte an, versucht möglichst starke zu finden und dann schwächere Gegner zu finden, um sie zu besiegen und zu looten oder diesen so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen, bis man auf ihrem Level oder höher ist. Die Präsentation davon wäre natürlich richtig cool mit einer Unreal Engine, wo man sich in einer 3D-Umgebung auch voreinander verstecken könnte, aber ich könnte das nicht mal für Multiplayer in 2D im RPG-Maker programmieren, also muss eine andere Lösung her. Wie wäre es zum Beispiel als Brettspiel mit Koordinaten? Im Grunde wie Schiffe versenken. Man legt ganz klassisch eine Karte vor die Spieler aus, hier die Domino-Großstadt wie im Battle City Turnier. Diese unterteilt man mit zum Beispiel A bis R und 1 bis 18 in 324 verschiedene Koordinaten. Und durch diese bewegen sich die Spieler reihum, auf jeder eine andere zufällige Karte für ihr Deck versteckt. Ähnlich wie bei PUBG kann man seine Startkoordinate einfach frei wählen, dort direkt die Karte looten und sich von dieser wahlweise eine oder mehrere Koordinaten pro Zug bewegen. Man kann quasi direkt auf das nächste Feld hüpfen oder auch bis zu 5 Felder weiterspringen, wobei man aber nicht die Felder dazwischen berührt. Dadurch wird Folgendes gewährleistet, besonders gegen Ende. Trifft man auf einen anderen Duellanten auf der gleichen Koordinate, wird gekämpft. Da dies, wie man aus Battle Royale Spielen weiß, ziemlich früh passieren kann, müssen wir uns verschiedene Regeln für diese Aufeinandertreffen ausdenken und am besten dürfen sie auch nicht ewig dauern. Ich hatte mir das in etwa so vorgestellt. Hat einer der Spieler weniger als 10 Karten bisher gelootet, zeigen sie sich einfach nur ihre Monsterkarte mit der höchsten ATK. Die höhere Angriffskraft gewinnt automatisch. Bei allen Duellen gilt, bei Gleichstand gehen beide ihrer Wege, verliert einer, ist er ausgeschieden und muss dem Gewinner seine ganzen Karten als Loot geben. Haben beide Spieler mindestens 10 Karten, spielen sie mit 2000 Lebenspunkten und ohne das hochrangige Monster Tributbeschwörungen brauchen, also quasi Duelist Kingdom Regeln. Direkt angreifen darf man aber noch. Die Starthand hat 3 Karten und es gibt keine Main Phase 2. Haben beide Spieler mindestens 20 Karten, spielen sie ein Speed-Duell, ohne Duellantenfähigkeiten mit 4000 Lebenspunkten. 4 Karten Starthand, keine Main Phase 2 und 3 Zonen pro Monster und Zauber und Fallen. Und die letzten Runden werden mit normalen Regeln ausgetragen, sobald beide Spieler mindestens 40 Kartendecks haben. Natürlich müssen die Spieler auch nicht alle Karten, die sie bekommen haben, in ihr Deck packen, wenn sie eine bestimmte Strategie verfolgen wollen. Man kann beim Speed-Duell natürlich auch auf 20 Karten runterkürzen. Nun ist eine Frage bei diesem System, wie viele Informationen man jedem Spieler preisgibt. Es gibt ein paar Varianten in dieser Hinsicht. Ich zeige jetzt mal ein Beispiel im eben genannten Battle City Szenario, wo sich der Kartenpool aus meinem Goat Cube zusammensetzt und alle Spieler möglichst viele Informationen übereinander haben. Wir haben im Moment 8 Spieler, aber es können sicher ohne Probleme doppelt bis dreimal so viele, ohne weiteres auf dem Spielfeld rumhüpfen, wenn einem danach ist. Jeder verkündet offen, wo er am Anfang hinspringt und stellt dort eine Figur auf, sodass jeder Spieler wie mit Peilsendern immer weiß, wo die anderen gerade sind. Landen 2 auf demselben Feld, wird einer auf das nächste Freie gestellt. Kann man ja mit Schere, Stein, Papier dann ausmachen. Alle nehmen sich die Karte von ihrer Startkoordinate. Wenn man eine große Fläche zur Verfügung hat, so ca. 1,2 x 1,8 Meter, kann man dort super die Karten des Pools auf jede Koordinate auslegen und die Spieler nehmen sie sich einfach immer dort weg. Nachdem ein Bereich gelootet wurde, ist er übrigens für den Rest des Spiels leer. In dieser Variante sehen die Spieler auch genau, wer welche Karte bekommt und können damit auch schwache Spieler als frühe Opfer anzielen. Die Schwächeren können wiederum vor den Gefährlichen wegrennen. Für die Einfachheit lassen wir die Spielerei umagieren. Am Anfang direkt neben einem zu stehen, der einen weißen Drachen bekommen hat, ist dann natürlich fatal.
Aber auch bei PUBG müssen ja oft Spieler früh ins Gras beißen, also macht es Sinn. Wir spielen dieses Spiel hier jetzt einmal nach den bisher festgelegten Regeln durch und gucken, was passiert. Okay, ich habe das Battle City Feld jetzt mal aufgebaut. Hier von A bis R und 1 bis 18. Mit allen Karten meines Goat Cubes. So, und ich habe die Spieler schon platziert. Das sind einmal Kaiba, repräsentiert durch den Weißdrache und eiskalten Blick, macht ja Sinn. Joey, durch den Rotaugendrachen, repräsentiert. Bakura, repräsentiert durch sich selber. Ich mache das gerade alles mit Popfiguren, falls es euch aufgefallen ist. Yugi ist hier repräsentiert durch Tyrion Lannister. Haben alle unterschiedliche Startpositionen. Isis ist durch das Alien repräsentiert. My Valentine durch Ajani von Magic. Und ich habe statt Marek und Odeon Weevil und Rex Raptor reingenommen. Das hier ist Rex Raptor, Captain America und Weevil ist hier dieser Zombie. So, und wir gucken jetzt einfach mal, was sie am Start auf ihren Startpositionen für Startkarten kriegen. Kaiba musste natürlich auf A1 landen, Yugi ist auf F7, Joey ist auf J10 und ja, die haben sich alle recht gut verteilt. Und wir gucken jetzt mal, was ihre jeweilige Startkarte ist. Wir fangen hier mal mit Rex Raptor an. Den seine Startkarte ist aufgestiegen. Okay, nicht die stärkste Karte. Sieht schon mal nicht so gut aus für Rex. Du bleibst dann hier auf dem Feld stehen. Machen wir mit Isis weiter. Was hast du für eine Karte? Pokémon-Kontrolle, okay, das ist schon mal keine schlechte Karte, aber halt auch eine Zauberkarte. Man will ja ein bisschen eher mit Monstern starten, damit man früh andere angreifen kann hier in dem Spiel. Aber das wird schon noch interessant. Joey, was hast du gekriegt? Schrumpfen, okay, aber auch keine schlechte Karte. Tun wir dir hier zur Seite. So, und Mai. Mai, was hast du gekriegt? Dunkle Magie des Chaos. Okay, damit kann sie direkt auf Spielerjagd gehen. Vielleicht sogar Joey direkt rausschmeißt, das wäre ja was. Oder Weevil. Weevil hat den Klingenritter gekriegt. Kein schlechter Anfang, aber nicht so gut wie der Dunkle Magie des Chaos. Das ist mal ganz klar. Mai hat sehr gute Karten zum Start. Was kriegt Bakura? Bakura kriegt... okay, noch besser. Schwarzglänzender Soldat, gesagtes Anfang. Das ist eine der stärksten Karten des Cubes. Okay, das ist ja lustig jetzt. Oh Mann. Und was kriegt Kaiba dazu im Vergleich? Okay, Rückkehr aus der anderen Dimension. Keine schlechte Karte, aber lang nicht so stark wie als andere, die gezogen wurden. Und jetzt noch Yugi. Damit kann er auf jeden Fall nicht auf Spielerjagd gehen. Yugi kriegt mein Körper als Schutzschild. Okay, passt irgendwie zu Yugi, aber jetzt auch nicht das Allerstärkste, ja. Gut. Ich gehe jetzt mal mit allen ihren ersten Zug durch. Spielerreihenfolge habe ich auch festgelegt. Und zwar geht's los mit Kaiba, dann Yugi, dann Joey, dann Bakura, dann Mai, Isis, Rex und Weevil. Also, Kaiba kann direkt weitergehen mit Looten. Ja, mit seiner Karte will er da erstmal versuchen, möglichst viel starke Karten noch zu kriegen. Also er macht mal einen Schritt und er geht einfach von A1 auf B1. Das einfachste, wie geht. Und dann kriegt er noch einen Aufschlag für sein Deck. Okay. Ist er hier hingewandert. Das ist doch nicht verkehrt. Dann Yugi. Mit mein Körper als Schutzschild. Geht auch erstmal einen Schritt weiter. Hier in die Richtung. Kann ja ein bisschen zu Kaiba gehen. Das ist ja nicht so schlimm. Und kriegt einen Kanonensoldat. Aber da hat er schon mal ein Monster. Damit könnte er jetzt versuchen, Kaiba anzugreifen. Aber gucken wir mal. Dann war wer war als nächstes? Dann war Joey als nächstes. Der hat ja auch nichts so Tolles gekriegt. Der guckt jetzt auch erstmal bei sich in der Gegend, geht hier ein Feld weiter, kriegt Dark Snake Syndrom. Okay, das ist natürlich witzig. Mal gucken, was er damit so anfangen kann. Dann kommt Bakura als nächstes. Ja, Bakura kann direkt Spieler angreifen. Mit seinem. Deswegen rennt er direkt 5 Felder weiter. Auf Mai zu. Die ist am gefährlichsten. 1, 2, 3, 4, 5. Also geht er hier. 1, 2, 3, 4, 5. Rennt er zu dem Feld. Kriegt noch einen schweren Sturm. Auch keine schlechte Karte. Ja. Aber Mai
Sie ist jetzt natürlich kommen. Und Mai will da natürlich weg von ihm. Vielleicht echt mal versuchen, Weevil anzugreifen. Macht sie auch, indem sie dahin geht. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, sie hier direkt bei Weevil. Und kriegt noch einen königlichen Erlass. Ja, Weevil will hier natürlich weg, aber erstmal ist Isis dran. Isis, die versucht auch erstmal bei sich in der Gegend zu bleiben. Geht mal zu Kaiba ein rüber. Kriegt noch einen Waffenstillstand, okay. Ist auch nicht die allergeilste Karte. So. Dann haben wir Rex. Rex muss auch erstmal gucken, dass er hier irgendein Monster kriegt, aber geht mal ein bisschen mehr safer in die Ecke zu P1. Und da kriegt er einen Waboko. Ja, gut. Das kann keine schlechte Karte sein, sobald es in die richtigen Duelle geht, aber so jetzt noch nicht. Und Weevil will hier ganz klar weg. Aber er wird wahrscheinlich nicht ganz vor Mai flüchten können, aber er tut trotzdem, was er kann. 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Zack, rennt er und holt sich. Grabwächter Spion, okay. Keine schlechte Karte, aber kann sein, dass Mai ihn gleich kriegt. So. Und so wird das jetzt weitergehen mit den Spielern. Ich zeichne jetzt natürlich nicht das ganze Gameplay auf, das wird ja viel zu lang dauern. Aber immer wenn was Interessantes kommt, drücke ich mal wieder auf Aufnahme und dann können wir weiter gucken. Jetzt geht's nämlich los. 3. Zug schon und Mai, zack, schnappt sich Weevil, geht aufs selbe Feld wie er. Und jetzt haben wir hier das Szenario, dass ihre beiden Karten gegen Weevils beide Karten kämpfen. Und, tja, da zeigt man sich jetzt einfach nur das stärkste Monster. Und da sie die dunkle Magie des Chaos schlägt sie Weevil natürlich. Und lootet damit seine Karten. Und Weevil, die kleine Made, ist raus aus dem Spiel. Sie hat dadurch jetzt keine Karte hier gekriegt, außer natürlich jetzt die beiden von Weevil. Aber war mit dem Zug auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, Bakura geht auch schon jagen. Mit seinem schwarzen Soldat, ist ja klar. Da kann er jetzt Yugi und Joey bedrohen. Die müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie von ihm wegkommen. Das wird interessant. Aber hier haben wir jetzt schon mal 4 Karten. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay, jetzt sind wir in Zug 5 und es geht spannend hin und her. Zum Beispiel wollte Kaiba Yugi wollte vielleicht Kaiba angreifen, wegen dem 1700er DD-Angreifer, aber dann hat Kaiba noch den Speerdrachen gezogen mit 1900. Mega spannend, ey. Joey hatte auch Glück, hat jetzt 6 Sterne-Monster gezogen, aber jetzt kommt hier Bakura. Und kann genau 1, 2, 3, 4, 5 auf Kaiba gehen. Und wir wissen ja, Bakura hat den schwarz glänzenden Soldat. Und das schlägt natürlich alles hier von Kaiba. Deswegen, ja, Kaiba ist raus, von Bakura gekillt. Woo! Okay, sehr spannend. So, aber jetzt hat Bakura die ganzen Karten hier gekriegt. Das ist natürlich jetzt nichts, also außer Sanga nichts, was er für den schwarz glänzenden Soldat braucht. Aber jetzt ist er bei 9 Karten. Jetzt ist es langsam spannend, die Duelle können langsam kommen. Das ist Yugis gerade, also Yugi könnte versuchen gleich noch vor Bakura wegzurennen, aber Bakura geht ja echt auf Spielerjagd gerade. Passend zu ihm, sehr, 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 sehr passend. Mai baut sich hinten noch ihr Ding. Joey greift gerade Rex an mit seinen starken Karten. Isis macht noch so ein bisschen ihr Ding, vielleicht kommt sie hier ein bisschen von allem jetzt davon, weil sie hat bisher nur Zauber und Fallen. Das ist wirklich sehr spannend gerade, das Spiel. Ich bin sehr, sehr fasziniert, wie das gerade funktioniert. Und es ist Runde 7 und Joey schafft es, Rex Raptor zu schnappen. Bam, damit ist er weg. Weil Joey hat einen Ryukoki als stärkstes Monster und Rex Raptor hat nur Zauber und Fallen gezogen. Selbst Isis hat mittlerweile einen Chaos-Hexer. Also Rex Raptor hat echt Pech bis zum Schluss gehabt. Passt auch irgendwie wieder zu Rex Raptor. Und jetzt hat Joey all seine Zauberkarten gekriegt. Ich meine, da haben wir Sachen wie Seelentausch und Wave Motion Cannon dabei, ist schon nicht schlecht. Aufgestiegen ist jetzt nicht das Allergeilste. Aber jetzt hat Joey auch ein 10-Karten-Deck. Das heißt, er ist jetzt auch bereit fürs nächste Level. Ja, Isis ist jetzt nochmal allem gut davon gekommen. Die sammelt noch fleißig. Mai auch. Die ist auch schon bei fast 10 Karten. Hier sieht es gleich aus, als würde Bakura Yugi killen, falls Yugi nicht vorher 10 Karten zusammenkriegt. Das müssen wir gleich mal gucken. Das ist natürlich spannend jetzt. So, und wir kommen zum ersten richtigen Spiel. Yugi gegen Bakura. Beide haben jetzt über 10 Karten. Das heißt, sie spielen jetzt ohne Tribut Beschwörung mit 2000 Lebenspunkten. Mal gucken, wie es wird. Das hier ist Bakuras Deck.
Das hier ist Yugis Deck. 10 Lebenspunkte, 3 Karten Starthand, also richtiges Mini-Duell. Gucken wir, was passiert. Mischen wir mal Yugis Deck. Yugi hat auch Bakura rausgefordert jetzt, weil er kein Feigling ist. Und ich jetzt auch einfach mal gucken will, wie das hier funktioniert. Bakuras Deck könnte auch sein, dass das wirklich so ganz energetisch ist, weil den schwarzglänzenden Soldat darf er nicht normal beschwören. Das zählt hier dann jetzt natürlich auch. Da muss er die Karten für den Friedhof kriegen. Und das ist natürlich mit so einem kleinen Deck nicht so leicht. Gucken, wie es jetzt wird. Also, Yugi zieht eine Starthand von 3 Karten. Und der bewaffnete Drache Level 5 ist drauf. Das ist natürlich extrem gut. Bakura zieht 3 Karten. Und hat nur einen Kuribo. Ich meine, damit kriegt er ein finsteres Monster in den Friedhof. Er hat auch noch Lichtmonster im Deck. Und er hat eine Mauer des enthüllenden Lichts. Aber nur 2000 Lebenspunkte. Da bringt die natürlich nicht so viel. Also, Yugi hat jetzt die bessere Hand. Ich sag mal, Yugi fängt an, weil er auch den angegriffen hat. Ich weiß nicht, ob ich das als Regel im Spiel umsetze, aber wäre auf jeden Fall lustig. So, Yugi zieht eine Karte und beschwört direkt den bewaffneten Drachen Level 5. Ohne Tribut. Und eine Karte verdeckt, 3 Gegenbrüche. Also, wir wissen jetzt, was es ist. Bakura weiß es nicht. Bakura zieht eine Karte. Schwerer Sturm. Spielt er erstmal. Damit ist das hier weg. So. Da hat er den Raigeki-Brecher schon mal aufgehalten. Und er spielt, um zu bluffen, 2 Karten verdeckt. Behält Kuribo auf der Hand. So. Also, direkt angreifen darf man, habe ich schon klar gemacht. Dann mein Körper als Schutzschild, das ist nicht schlecht. Das behält Yugi erstmal auf der Hand. Spielt den zweiköpfigen Behemoth. Und ja, greift mit zweiköpfiger Behemoth Bakura an. Bakura kann Mauer des enthüllenden Lichts nichts benutzen. Er kann Rettung aus der finsteren Dimension beide nicht benutzen, weil das beides Karten sind, die 2000 Lebenspunkte brauchen. Deswegen nimmt er 1500 Schaden. Hat noch 500 Lebenspunkte. Der Drache greift an. Kuribo wird abgeworfen. Hat er sich gerade noch so gerettet. Yugi spielt mein Körper als Schutzschild, was aber auch 1500 Lebenspunkte kostet. Krass. Verdeckt und weiter geht's. Und Bakura zieht Artikel der Auslöschung. Das bringt ihm überhaupt nichts. Er spielt noch eine Karte verdeckt. Yugi ist dran. Kartenzerstörung. Greift an. Hat gewonnen. Yugi hat Bakura besiegt. Jetzt kriegt er all diese Karten hier als Loot. Ein Sangan, Schwarzkanzler, Rückstoßdrache, Schlagninja, Bazoo, Speerdrache. Yugi baut sich gerade ein richtig starkes Deck. Und Bakura ist leider raus. Oh, hätte ich mir anders gewünscht. Aber Yugi zeigt, dass er König der Spiele ist. Auch wenn das jetzt gerade ein Tyrion ist. Aber gut. Mann, das geht. Das läuft. So, es geht spannend weiter. Hier ballen sich Yugi, Joey und Mai. Isis macht da hinten noch so ihr eigenes Ding. Hat bisher auch noch keine Konfrontation gehabt. Also sammelt fleißig weiter Karten. Hat auch 2 Chaos-Hexer schon. Das ist natürlich interessant. Ja, und jetzt heißt es Mai gegen Joey. Mai hat 16 Karten. Joey hat über 20 Karten. Heißt jetzt, sie machen trotzdem, weil Mai keine 20 Karten hat, das Duelist Kingdom Spiel. Mal gucken, wie das wird. Joey könnte jetzt Karten cutten, auch aus seinem Pool dafür. Das macht er auch gleich mal. So, also Mai und Joey brauchen nur ein 10-Karten-Deck, theoretisch, und haben keine Tributbeschwörung. Das ist natürlich für den Staubgeist extrem krass von Joey jetzt. Seichtes Grab wird er nicht brauchen. Nachladen, Cold Wave. Jiraiya ist natürlich sehr gut. Seelentausch braucht er nicht. Aufgestiegen braucht er nicht. Dark Snakes und so braucht er nicht. Also jetzt hat er noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Karten. Und er will auf jeden Fall ein Monster ziehen. Das heißt, er wirft noch Wave Motion Current, Waboku raus. Megamorph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 noch. Da kommt dann noch ein Bruck und dann ein Spalt noch. Und damit will er mit dem Deck sich dann den Sieg erkämpfen. Mit den 10 Karten. Das ist natürlich nicht schlecht, dass er jetzt diese größere Auswahl hat. Das ist dann auch das taktische Element wieder dabei.
Und Joey hat auch Mai angegriffen, deswegen lasse ich ihn dann gleich anfangen. Im echten Spiel könnt ihr das dann mit Schnick, Schnack, Stuck machen. So. Mai versucht jetzt natürlich auch das Beste aus ihrem Pool rauszuholen. Hat ein paar nicht schlechte Karten. Dunkler Magier des Chaos, das ist ziemlich gut. Und Möbius, das sind natürlich auch gute Karten. Also, Königliche Hellas haut sie raus. Wenn schon von der Takwa. Die unglückliche Jungfrau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Riesenratte. Glänzender 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11, einen noch. Ach, dann die mystische Elfe noch. Oder maskierter Drache. Sie will das Stärkste an Verteidigung und Angriff auf jeden Fall aufstellen. Das hier hat Decoy ist auch nicht schlecht. Sehenschnitter, Grafisch von Klinge. Ja. Okay, das ist ihr Deck. Joey kriegt trotzdem ihren ganzen Pool, das er jetzt gewinnt, und hat dann ein 40-Karten-Deck. Sehr spannend. So, okay. Es ist wieder das mit den 3 Karten. Also Joey zieht Schwerer Sturm, Wackelndes Quantsturm, Rükoki. Okay, das ist schon mal gut. Rükoki hätte er. Mai zieht Magie des Glaubens, Dekoichi, Redrische Schwerter. Okay. Joey fängt an. Rükoki, Wackelndes Quantsturm, Verteidigungsmodus. Was hat Mai dagegen zu bieten? Monster verdeckt, das ist der Sehenschnitter, und verräterische Schwerter. Das will sie sich nicht gefallen lassen. Aber Joey ist nicht dumm. Zieht den Unterweltler Mega Cyber. Den kann man auch normal beschwören. Und schwerer Sturm. Und noch waghalsig voranstürmen auf Rükoki. Warum nicht? So, auf Schwerter geht. Und ja. Rükoki greift an. Sehenschnitter. Da hätte sich jetzt waghalsig voranstürmen aufheben müssen. Weil damit hätte er den Sehenschnitter killen können. Eines offene Monsters auf dem Spielfeld. Und wenn er angezielt wird, wäre er getötet worden. Das hat Joe jetzt nicht so schlau gemacht. Er kommt am Seelschnitter jetzt nicht vorbei. Mal gucken, was Mai jetzt machen kann. Zieht eine Karte, ist verdeckt. Magie des Glaubens verdeckt. Kann man sich theoretisch ein Schwerter nicht mit wiederholen. Gucken, ob sie noch stallen kann. Joey ist dran. Zieht, Schrumpfen. Spielt Schrumpfen auf den Seelenschnitter. Seelenschnitter stirbt. Unterweltler Mega Cyber greift an. Magie des Glaubens holt sich verräterische Schwerter mit. Aber es ist zu spät. Rükoki greift an mit über 2000 und gewinnt. Joey besiegt Mai und kriegt ihren Kartenpool. Auch mit dunkler Magie des Chaos. Damit kann er sogar Yugi mit seinem schwarz-ganzen Soldat jetzt gefährlich werden. Vielleicht wird es ein Finale Joey gegen Yugi. Das wäre jetzt doch richtig krass. Und lang hat es nicht gedauert. Yugi gegen Joey ist das nächste. Und das wird jetzt ein Speed-Duell mit 4000 Lebenspunkten. Nur Isis ist da hinten noch am rumkrebsen. Das ist jetzt irgendwie lustig. Okay, dann machen wir mal das Spiel. Also das ist Joeys Kartenpool. Er sucht sich die besten Karten raus. Jetzt auch mit Tributbeschwörung und allem. Deswegen 20 gute Karten müssen es sein. So, alles, was irgendwie gut zusammenpasst oder stark auch für sich ist. Möbius ist gut. Magie des Glaubens ist stark. Spalt, Buch des Mondes. Letzten Seelentausch auch jetzt nicht verkehrt. Ganzen Elf unglückliche Jungfrau ist vielleicht eine Kombo. Mystische Elfe sowieso. Rükoki auch nicht schlecht. Der Unterweltler Mega Cyber ist auch nicht verkehrt. Dunkler Staubgeist. Wie viel ist er jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, dann kann wieder was raus. Zum Beispiel der dunkle Staubgeist. Unglückliche Jungfrau. Und ja, Seelentausch ist mit dem Möbius halt nicht schlecht. Dann machen wir einen Bock raus. Okay. Joey's Deck. Gegen Yugi. Wird Yugi jetzt überhaupt den schwarz-glänzenden Soldat einsetzen? Pinguin-Soldat ist natürlich super Dings. Riesensteinsoldat ist gut. Ring der Zerstörung. Zeug für Vemas, Raigeki-Brecher, Bodenlose, Didi ist silent.
Schwerer Sturm. Sangan. Aufschlagen. Ruf der Gejagten. Rückstoßdrache. Schlagninja. Er hat zu wenig Lichtmonster, glaube ich. Ja, mystische Elfe. Illusion. Gucken, ob er ein Chaos-Deck hinkriegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 3 noch. 2. Ihm fehlt noch ein Lichtmonster. Später doch noch. Oder wohl Basu ist auch ziemlich gut. Gut, er muss versuchen, die mystische Elfe auf den Friedhof zu kriegen. Dann könnte er es schaffen. Kartenzerstörung wäre dafür eigentlich nicht verkehrt. Nimmt nochmal eine Kartenzerstörung rein. Wobei die ist dann tot, wenn er den schwarz-weißen Soldat auf der Hand hat. Ah, schwierig. Versuchen wir es mal so. So. Und Yugi hat Joey herausgefordert, deswegen fängt Yugi jetzt gerade mal an, in dem Szenario hier. So. Joey zieht 4 Karten. Jirai Gumo, Reverse der Frostmonarch, den er von Mai hat. Natürlich interessant. Yugi zieht Speerdrache, Basu und Wandillusion. Okay, auch nicht schlecht. Dann fängt er an mit Wandillusion verdeckt und das war's. So, Yugi ist dran. Sabuku verdeckt. Jirai Gumo, aber greift damit nicht an, weil er will seinen Lebenspunkt nicht riskieren. Oder doch? Ah, doch. Joey ist ein Player, er greift an. Jetzt brauche ich nur eine Münze. Jo. Kopf, er verliert Lebenspunkte, Zahl nicht. Kopf, er verliert keine Zahl, er verliert Lebenspunkte. Zahl. Okay, Joey verliert 2000 Lebenspunkte und greift Wand der Illusion an. Zerstört sie, Jirai kommt zurück auf die Hand. Was ist das wert? Wir werden sehen. Joey bei 2000. Yugi ist dran. Den Speerdrachen. Greift an, Waboku. Dadurch wird der Schaden zu 0, aber Speerdrache geht trotzdem in Verteidigungsposition. Okay, dann Yugi spielt nichts weiter, Joey ist dran. Okay. Seelentausch. Opfert den Speerdrachen für Möbius, der Frostmonarch. Kann aber nicht angreifen. Yugi ist dran. Spielt Aufschlagen, Möbius stirbt. Spielt Basu. Kann 2 Monster aus dem Friedhof entfernen, wodurch er 2200 Angriffspunkte kriegt und greift an. Yugi hat gewonnen. Yugi hat Joey besiegt, oh nein. Yugi wird der König der Spiele. Ich sehe es schon kommen. Jedenfalls kriegt er jetzt einen richtig krassen Cardpool. Hat richtig, richtig viele krasse Karten. Und Isis, die da mit ihren paar Karten rumkrebst, wird wahrscheinlich nichts mehr reißen, aber ich spiele es nochmal eben zu Ende und dann sehen wir weiter. Und es ist geschehen. Durch die 5-Felder-Bewegung hat Yugi Isis eingeholt und jetzt ist das der letzte Kampf. Und Yugi hat natürlich die besseren Karten. Er hat sogar noch eine Graceful Charity gerade gekriegt. Isis hat noch 20 Karten zusammengekriegt. Die hier sind alle schon tot. Ja, das wird jetzt spannend. Also es wird ein Speed-Duell. Und beide können sich ein Chaos-Deck zusammenbauen, so ziemlich. Isis ist aber ein schwächeres als Yugi, weil Yugi hat definitiv die besseren Karten. Da bauen wir jetzt mal die Speed-Duell-Karten gerade zusammen. Yugi gegen Isis. Yugi mit einem riesen Kartenpool. Isis mit Karten, naja. Genau, Speed-Duell-Regeln. So, Yugi zieht gut was für seine Chaos-Strategie. Isis zieht zumindest eine Schwerkraft und verräterische Schwert. Damit kann sie ein bisschen stallen, dass sie vielleicht Chaos-Hexer rauskriegt. Aber ist bei ihr ziemlich schwierig, weil sie hat nur einen Lichtmaster, was sie auf den Friedhof kriegen muss wieder. Oder relativ wenig. Ja, okay. Also, Yugi fängt an mit einer Dekoichi im Verteidigungsmodus. Und Isis ist dran. Zieht. Oh, Basu. Basu ist nicht schlecht hier. Sie spielt verräterische Schwerter. Guckt sie an, was da liegt. Eine Dekoichi, dadurch darf Yugi eine Karte ziehen. Oh, Rückschussdrache. Das ist natürlich krass jetzt. Weiß sie natürlich nicht. Sie setzt
Die unheilverkündete Schlange. Die kann noch wichtig werden später. Und setzt die Schwerkraftbindung auch noch so zur Not. Sicher ist sicher. Ja, das wird jetzt nämlich auch brauchen, weil Yugi zieht. Oh, Ring der Zerstörung. Opfert Dekoichi für Rückstoßdrache. Und der, gut, dass ich die Münze hier noch habe, der wirft seine 3-mal Münze, um verräterische Schwerter zu zerstören. 2-mal Kopf und die sind tot. Wir haben Zahl, Kopf und Kopf. Verräterische Schwerter sind kaputt. Okay. So, Rückstoßdrache greift an, aber Schwerkraftbindung. Ich meine, für diesen Zug reicht's noch. Ring der Zerstörung verdeckt. Und Isis ist dran. Isis zieht. Das bringt gerade nicht viel. Und dann der Hauptmann verdeckt. Zack, beendet den Zug. Yugi ist dran. Sangan. Spielt man glänzenden Elfen-Angriffsmodus. Zielt die Schwerkraftbindung mit Rückstoßdrache an. Kopf. Und das war auch nochmal Kopf. Also Schwerkraftbindung ist auch zerstört. So, jetzt kann hier angegriffen werden. Rückstoßdrache greift das Monster an. Hauptmann, als eine Elf, greift das Monster an. Und dann verkündet eine Schlange. So, jetzt steht Isis mit dem Rücken zur Wand. Isis ist dran. Zieht. Aufschlagen. Das Monster mit der höchsten DEF. Das ist der Rückstoßdrache. Bam. Okay. Hat sie das Blatt gerade nochmal so gewendet. Seichtes Grab darfst du jetzt natürlich nicht mehr spielen. Dann kommt er nämlich gleich wieder. Ups, das hätte sie zuerst machen sollen. Dass Dekoichi wiederkommt. Egal. Basu. Greift den glänzenden Elf an. 200 Schadenspunkte für Yugi. Der holt sich damit mystische Elfe im Angriffsmodus. Ja. Und dann spielst du noch eine Karte verdeckt zum Bluffen. Spielfehler von Isis. Da hätte sie jetzt vielleicht noch mehr rausholen können. Aber gut, was hätte sie sich schon... Achso, stimmt, die hat sie auf der Starthand. Auf der Hand wieder. Aber was hätte sie sich sonst groß holen können, ne? Nee. Das bleibt jetzt erstmal so, wie es ist. So. Yugi ist dran. Schwarzglänzender Soldat. Ja, der kann direkt kommen. Schwarzglänzender Soldat. Er zieht seine Trumpfkarte. Entfernt die beiden aus dem Friedhof. Und ja, greift Basu an. Das macht 1400 Schaden und durch seinen Effekt darf er nochmal angreifen. Und Isis hat hier ein leichtes Grab, deswegen bringt das nichts mehr. Und Yugi hat gewonnen. Yugi ist König der Spiele. Wie so oft. Das war so nicht geskriptet. Ohne Scheiß. Yugi hat jetzt einfach wirklich so gewonnen. Das ist irgendwie faszinierend, dass Yugi immer so ein Schwein hat anscheinend, ne? Mit seinem Plot-Armor und was weiß ich nicht was. Nee, aber das Spiel hat super funktioniert. Bin begeistert. Mit 8 verschiedenen Spielern wäre es natürlich noch besser, als wenn ich das jetzt gegen mich alleine spiele, aber... Achso, hier nochmal kurz den Ausgang zusammengefasst. Also das liegt noch alles vom Cube quasi. Also da hätte man noch viel mehr looten können. Es ist so gelaufen, Weevil, Kyber, Rex sind rausgeflogen durch den ersten Kill mit dem stärkeren Monster. Bakura im ersten Duelist Kingdom Duell. Dann Mai gegen Joey. Und Joey ist gegen Yugi. Joey und Isis sind gegen Yugi in richtigen Speed-Duels rausgeflogen. Ja, wir haben kein richtiges mit 40 Karten hingekriegt, aber das kann man mit echten Spielern, wenn man sich mehr auf Looten konzentriert, denke ich mal, hinkriegen. Also Yugi hatte auf jeden Fall über 40 Karten und wenn das Spiel ein bisschen anders gelaufen wäre, wenn ein anderer noch 2 Kills gehabt hätte, dann hätte er das auch mit 40 Karten erkennt kriegen können. Aber so gut gelaufen, so etwa wie ich mir das vorgestellt habe, bin happy damit. Das war doch jetzt sehr aufschlussreich. Jetzt kann man noch über die ganzen Varianten davon nachdenken. Man könnte das Szenario verändern, einzelne Regeln oder auch, wie viele Informationen die Spieler übereinander bekommen. Hier mal ein paar Ideen. Selbes Szenario, Battle City und Gold Cube, aber die Spieler halten geheim, welche Karten sie bekommen. Auch in Duellen werden sie nur dem Gegenüber gezeigt, wenn sie gespielt werden. Andere Spieler dürfen sie nicht sehen. Außerdem bewegen sich alle Spieler gleichzeitig, indem sie verdeckt eine Koordinate in ihrer Reichweite notieren und dann alle Spieler gleichzeitig ihre Bewegung bekannt geben. In diesem Fall kann ein Spieler nach dem Looten auch einen anderen zum Duell herausfordern, wenn sie auf der benachbarten Koordinate landen. Und der Herausgeforderte muss annehmen. Man sieht trotzdem weiterhin mit Spielfiguren, wo sich die Spieler befinden. Mit einem Spielleiter zur Unterstützung
der selber nicht mitspielt, könnte man sogar die Position der Spieler voreinander geheim halten, indem nur er hinter einem Schirm die Übersicht mit den Figuren sieht. Die Spieler haben nur eine Miniaturkarte vor sich und bekommen vom Spieler gesagt, wenn sie sich begegnen oder angrenzen. Anderes Szenario. Die Insel vom Duelist Kingdom und ein älterer Kartenpool, bis vielleicht Spellruler. Man könnte die Insel darstellen mit seinen Gebieten und den Koordinaten feste Feldzauber zuordnen, die immer sofort bei jedem Duell auf ihnen aktiv sind. Umi für das Meer am Rand, eine große Gebirgskette, ein paar Wälder, Ödlande und Sogen auf den Wiesen. In der Mitte das verfluchte Schloss, das Yami-Gebiet ist. Und vielleicht kann hier der Spielleiter die Monsterkarten zu ihren Typen passend auf den Gebieten der Inseln verteilen, vor Beginn des Spiels. So etwas könnte man auch mit der Insel der Duell Academy und einem Kartenpool von Yu-Gi-Oh! GX machen. In allen Modi könnte man das Looten als Runde 1 betiteln und dann je nach Teilnehmerzahl automatisch ein K.O.-Rundenturnier starten lassen, nachdem nur noch 2, 4 oder 8 Spieler im Spiel sind. Damit simuliert man dann das kleiner werdende Spiel aus PUBG. Soweit erstmal meine Gedanken dazu. Es würde mir mega Spaß machen, das mal in Real Life mit einer Runde neugieriger Duellanten auszutesten. Vielleicht findet man ja doch eine Möglichkeit, zumindest das Looten mit Hilfe einer Excel oder ähnlichem über das Internet mit vielen Leuten zu spielen. Ich würde mich da als Spielleiter anbieten, wenn ihr Interesse habt. Das war's jetzt mit dem Video. Danke fürs Zuschauen, schreibt mir eure Ideen zu dem Spielmodus gerne unten in die Kommentare und liked, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo für mich als Hobbyspieler, Erfinder und Game Nerd motiviert natürlich richtig. Bis zum nächsten Mal.